Herr von Karajan, zwischen zwei Proben. Dieser 25. Juni ist nicht nur musikalisch, ist in jeder Beziehung für Sie ein ganz wichtiger Tag. Ja, ein sehr wichtiger und vor allem, ich muss ehrlich sagen, ein sehr glücklicher Tag. Sehen Sie, für uns ist ja eigentlich wie für alle Institutionen das Nachwuchsproblem wirklich heute eines der brennendsten von allen. Wer einer Gemeinschaft vorsteht und die wirklich in sein Herz geschlossen hat, muss sich ja sagen, wie geht es weiter, wenn ich nicht mehr da bin und vor allem damit der gleichmäßige Stand gehalten wird. Und wir haben es von Jahr zu Jahr gesehen, dass die Probespiele, die wir von auswärts nehmen, eigentlich fast zu nichts führen. Sehen Sie, wir sind jetzt 18 Jahre zusammen. Ja. Und 18 Jahre mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Liebe, und haben wir uns einen Stil erarbeitet, der natürlich für jemanden, der ihn nicht kennt, überhaupt für den Moment gar nicht zugänglich ist. Und da habe ich mir gesagt, so geht's nicht, und wir werden uns jetzt in uns selbst unseren Nachwuchs heranziehen. Das heißt, wir werden Ausschreibungen machen. Diese Akademie ist in engster Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik, und wir werden eine Auslese der Besten in der Hochschule und selbstverständlich aus der ganzen Welt treffen, und diese relativ kleine Gruppe dann wird dann von unseren Professoren und ersten Solisten unterrichtet. Sie werden im Orchester mitspielen, und wenn sie nicht mitspielen, werden sie neben dem Lehrer sitzen und kommen so automatisch hinein in diesen Stil, ohne eigentlich etwas zu sagen. Ich sehe zum Beispiel immer, dass wenn ein Einzelner in eine Gemeinschaft eintritt, die einen sehr fest gegründeten und irgendwelche Arbeitsphilosophie haben, dann nimmt er es eigentlich auf, ohne dass man etwas sagt. Und das wollen wir hier machen, und selbstverständlich kann es sein, dass wir nicht alle verwenden können, weil keine Plätze frei sind, aber ich glaube, wenn dann jemand in ein anderes Orchester hingeht und er ist 3 bis 4 Jahre wirklich bei uns gewesen, der kommt zurück, wenn ich ihn brauche. Denn diese besondere Arbeitsatmosphäre, die wir haben, ich glaube nicht sehr, dass es sehr oft gibt. Und wir sehen ja auch zum Beispiel, eines der obersten Gesetze des Orchesters ist, wenn jemand weggeht aus freien Willen, kommt er nie mehr zurück. Aber in dem Fall ist es das Gegenteil. Er war bei uns und wird sich dann weiter ausbilden, und infolgedessen werden wir dann ein vollwertiges Mitglied gleich haben, wenn er im Orchester ist. Oder wenn er nicht zurückkäme, wäre das auch vorstellbar, dass gewissermaßen von dieser Stiftung aus und von der Akademie aus sozusagen Pflanzkeime auch in andere Orchester gesetzt werden. Ich bin stolz drauf, wenn es jemand will. Ne? Eine Frage, ist diese Orchesterakademie, sie wird doch nur nach Leistungsprinzipien gewählt werden? Ja, ganz sicher. Und das würde doch auch bedeuten, dass auch Frauen beispielsweise in diese Akademie reinkommen. Wenn sie gut sind, ist die Nationalität, die Rasse und das Geschlecht kein Hinderungsgrund. Und das würde vielleicht eines Tages auch bedeuten, dass aus dieser Akademie das erste weibliche Mitglied des Berliner Philharmonischen Orchesters herauskommt? Wenn sie gut genug ist. Eine Frage noch an Sie persönlich. Woher kommt es, dass Sie haben gesagt, wenn man eine Institution vorsteht, aber Sie selber haben in Ihrer Jugend all diese Vorteile nie gehabt? Orchesterakademien und so weiter. Ist das der Grund, warum Sie sich heute so um die Jungen kümmern? Wahrscheinlich. Sehen Sie, ich habe nie die Möglichkeit gehabt, mit den Großen der damaligen Zeit in wirklichen Kontakt zu treten. Ich war zu bescheiden, ich war zu scheu, ich traute mich nicht an die heran, und von selbst sagte er mir etwas nicht. Und ich habe eigentlich ohne Lehre angefangen, und deswegen ist es mir ein Bedürfnis halt, was ich gebe, was ich erlernt und erfahren habe, denen weiterzugeben. Das ist eines der schönsten Sachen, wenn ich sehe dann wieder nach einigen Jahren, kommt jemand zurück und sie sind anhänglich, und ich glaube ihnen irgendetwas damit geben zu können.